Wir begrüßen euch herzlich zu unserem vierten und letzten Teil von unserer Sardinienreise 2023. Wir besuchen den Raiscon-Strand an der Westküste. Und die karibikartigen Strände der Kosterei am südöstlichen Teil von Sardinien. Schön, dass wir euch mitnehmen dürfen. Ja, morgen. Wir haben heute den 14.06.23. Wir fahren gerade vom Campingplatz weg. Hier im Landesinneren nennen wir das jetzt mal 40 Kilometer jetzt nach Pozzuoli. Haben uns in Pozzuoli einen schönen Platz ausgesucht und gucken uns mal an, ob der auch so schön für uns ist. Ja, und weil das wunderschöne Wetter, was ihr seht, das so hergab, hatten wir gedacht, immer kann man sich am besten die Zeit vertreiben mit Fahren. Sind wir nicht direkt zum Platz gefahren, sondern nach Torre di Capomano, direkt vorne an der Spitze, und da haben wir schöne Bilder gemacht. I believe that it's rare. Only badass people do that. When the first rays of the sun hit the fresh green leaves, and a rabbit not many weeks old show some trust to a perfect stranger, and I wanna feel and see more. Es war ein bisschen beschwerlich, da hoch und runter zu kommen, werdet ihr gleich sehen, aber ja, wie ich finde, tolle Bilder, oder? Da ich euch nicht langweilen möchte, zeige ich euch die Strecke nach Mariermi im Schnelldurchlauf. Seht mir das bitte nach, aber euch die nicht zu zeigen, das kann ich auch nicht machen, weil jetzt nach dem Regen, ja, ich denke mal, da kommt nicht jedes Wohnmobil so durch. Seht selber, das ist ein bisschen beschwerlich. Ja, und hier der Typ, der war ein ganz cleverer, der wollte uns auf seinem Campingplatz lotsen. Der Hammer. Ja, und zack, dann waren wir auch schon da. Hier ein paar nette Leute, die haben gesagt, fahrt einfach drauf und meldet euch dann irgendwann mal bei dem Betreiber da. Auch hier wieder eine schöne sardische Steinmauer. Und nach Regen kam am nächsten Tag auch schon wieder Sonnenschein. Wunderschön. Der Platz ist übrigens überaus günstig. Wir haben nur 15 € die Übernachtung bezahlt. Zumindest zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, klar. 10.06.23. Raiscon-Strand. Ja, Raiscon im Auge, Junge. Da wohnt der Platzbetreiber. Der heißt Jan. Der ist schon seit 8 Monaten hier. 8 Monate alt. Der Jan war übrigens nicht der Betreiber. Der war mit seiner Frau da und mit seinen Kindern. Und das war ein Aussteiger und der hat dann da den Platz gemanagt für den Betreiber. Da ist er, der Raiscon-Strand von Mariermi. Im Wasser und am Strand seht selber komplett überall abgestorbene Algen. Da war kein Schwimmen möglich. Naja, möglich schon, aber nicht schön. Ich habe mir mal wieder das Bike geschnappt und wollte mal die raue Westküste erkunden.
Die Westküste ist ein wenig rauer als die Ostküste. Rain is forming into rivers outside, writing down all the things that I miss, and in the letters you take form. No, I won't go back tonight with a habit to the restless me. I'm leaving all that stuff behind. Deswegen habe ich mir ein Fahrrad geholt mit dicke Reifen. Da kommst du überall hin. In our hometown, running free, it could be everything that we were chasing. I'm impatient just to see how you make everything fall into place. You make everything fall into place. I'm the first one to get off at the station. There's something in the air that I can't place. Now I see a silhouette in the dark. It's like time has stood still. Traumhaft schön hier, oder? This time around, now feeling like I need to escape. The world outside only made me numb. 'Cause I just wanna be here in our hometown, running free. It could be everything that we were chasing. I'm impatient just to see how you make everything fall into place. How you make everything fall into place. You make everything. It's just like the saying, you don't know what you got till it's gone. But now I know in my hometown, running free, it could be everything that we were chasing. I'm impatient just to see how you make everything fall into place. Wieder zurück zum Platz. How you make everything fall into place. You make everything. Hier hatten wir 2 schöne Tage und 2 erholsame Nächte. Leider fing es wieder an zu regnen und so zog es uns weiter. Wir wollten zur Ostküste. Aber da wir unser Proviant auffüllen mussten, haben wir zunächst erstmal Halt gemacht in Cagliari. Das ist die Hauptstadt von Sardinien. Später sind wir dann nach Costa Rey. Die Ulla geht jetzt mächtig einkaufen. Wir sind in Cagliari. Jo. So sieht Lidl in Cagliari aus. Alles gebunkert und weiter ging's. Hier unser ausgewählter Campingplatz bereits in Sicht. Hier soll es die schönsten Strände von Sardinien geben. Da wollten wir natürlich hin. Das ist die Ulla. Und wir sind jetzt in der Nähe von Costa Rey. So dachte ich zu dem Zeitpunkt auch, aber wir waren an der Costa Rey. Und an dieser wollte ich jetzt wieder ein paar schöne Bilder machen. Klar. So, tschüss Uli. Frisch gestärkt mit Schmatzer von Uli ging es dann auf das Bike. Aber ich zeige euch zunächst mal den Campingplatz. Wir haben hier Mitte Juni 23 für insgesamt 3 Nächte etwas mehr als 200 € bezahlt. Somit war das unser kostspieligster Platz.
Für diesen Preis fanden wir die Parzellen etwas zu klein. Was noch nicht so toll war, war die Entsorgung der Chemietoilette. Das war so eine überhitzte Holzhütte. Ansonsten war das Personal hier super freundlich und der Platz hatte wirklich von vorne bis hinten alles. Was wir richtig toll fanden, war der direkte Zugang zum Strand. Hier eins von 3 Sanitärgebäuden, super sauber. Hier das Restaurant in der Nähe vom Pool. Aber ich wollte ja keine Campingplatzvorstellung machen, sondern wo sind die Strände? Wenige Meter in nördlicher Richtung fand ich schon direkt diesen hier. Und da dachte ich, da kann man noch für diesen Hügel aus richtig schöne Bilder machen. Und da bin ich dann mit Bike drauf gekraxelt. Ich hab's geschafft. Berg hoch. Junge, ich muss ja erstmal zu Atem wieder kommen. Das ist eine ganz schöne Kraxelei, aber Granate. Mein Traum, der lebt meinen Traum nach. Zieht euch das mal rein. Irgendwo da müsste Sizilien sein. Ja, und dann habe ich vom schattigen Plätzchen aus die Drohne starten lassen. Hier befindet sich der Campingplatz. Dann wieder runter vom Hügel und ein Stückchen weiter. Da drüben das Meer und hier die Kühe wie auf der Alm. Das ist der Hammer hier, die Gegend. Die ist wunderschön. Und da bin ich gerade gekommen. Ja, und ich fahre noch ein Stückchen weiter. Wir gehen die Serpentinen lang. Und ich denke mal, ich fahre bis da vorne und dann muss gut sein. Da steht irgendeine Statue und da wohnen die Kühe. Hört euch da mal Glocken, Leute, an. Ist das schön? Genug geläutet, jetzt bin ich noch weiter gefahren bis zum Spiaggia di Feraxi. Da habe ich dann nochmal die Drohne gestartet. Hier bin ich bereits wieder zurück. Ich wollte ein Bad nehmen und euch noch den Strand vom Campingplatz zeigen.
Das dauert jetzt ein bisschen länger. Ich wollte das sehr intensiv gestalten. It's so unnecessary dwelling about the past, 'cause I know that God is good, He led me to where I'm at. Sometimes I feel like giving up, you're giving in, but everything happens for a reason. It won't always be blue skies ahead. Sometimes you might need a helping hand, just like I am. Sharp as iron, making me stronger, calling me higher. When we come together, just like I am. Sharp as iron, making us stronger, calling us higher. When we're helping each other, we're growing together. Und wenn es irgendwie geht, solltet ihr das alles in jungen Jahren erleben dürfen. Für uns gilt jedenfalls lieber spät als nie. It's so unnecessary worrying about life. I might not have it all, but I know I'll be alright. He's gonna challenge me to be the best I can be and to give back. Ja, die Kosterei, die ist tatsächlich wunderschön. Ihr seht selber, der Strand ist klasse. Übrigens, wieso bin ich immer allein im Wasser? Nein, die Ulla kann mich nicht leiden. Wir lieben uns. Sagt sie mir zumindest. Und ich glaube ihr, natürlich. Ihr müsst nämlich wissen, hier am Strand dürfen keine Hunde sein. Und deswegen muss immer jemand beim Hund bleiben. Blöd. Aber was will man machen? Ich hoffe, ich konnte euch das erfrischende Nass ein bisschen näher bringen. We're growing together. Ja, und wow, schwuppdiwupp, da war unser Urlaub auch schon wieder vorbei. Schade. Hallo, wir haben heute Abreisetag. Wir haben Wasser gebunkert, unsere Kühlbox auf 12 Volt umgeschaltet. Ich schwitze mir hier den Ast ab. Die Mia ist auch am Ölen. Die Uli auch. Die Uli fängt schon wieder an zu ölen. Genau. Und somit machen wir uns auf zu unserem neuen Abfahrtshafen. Olbia. Warum neu? Könnt ihr in den Teilen davor sehen. Übrigens, über ein Abo oder ein Like würden wir uns riesig freuen. Wir pesten die Ostküste hoch und kamen im Dunkeln am Hafen an. Das Schiff hieß Janas. Nach einer kurzen Wartezeit ging es los. Wieder spannend, ab in den Bauch des Schiffes. Wir waren drin. 9,5 Stunden Fährfahrt. Wahnsinn, wie viele Fahrzeuge so eine Fähre tragen kann, oder? Fahrzeug abgestellt und auf nach Genua, meine Lieblingsstadt. Da hinten in der Ferne sieht man noch die Lichter von Olbia.
Sieht cool an. Kuckuck. Nicht richtig hier. Wow. Hier unsere zugeteilte Kabine. Die war ganz okay. Hier bereits der nächste Morgen. Ja, die muss bestimmt pipi. Ja. Sowas ist natürlich auf einer Fähre so ein Ding. Ne? Der Hund, der weiß nicht, wo der seine Notdurft verrichten kann oder soll. Aber ich habe was gefunden, wo wir jetzt mit mir gehen. Ja. Ja, hier mir voran und die sucht natürlich irgendwo ein Grün. Ne? Auf dem ganzen Frachter nichts zu finden. GNV hatte bei diesem Schiff ein Mitteldeck am Heck dafür vorgesehen und da haben die Hunde dann einfach alles rausgelassen, was sie so hatten. War eine ziemliche Sauerei, kann man nicht anders sagen. Das ist so nicht bei jeder Reederei so üblich. Zeige ich euch aber noch in weiteren Videos. Wir waren nämlich in der Zwischenzeit mittlerweile schon auf Korsika. Mir hat Pipi gemacht auf dem Dampfer. Ich werd bekloppt. Ja, so schön. Dank Ulla, die Pimpers, die in der Hand hält, da hat die wohl reingemacht. Hammer. Und dann waren wir auch schon da. Rückwärtsgang rein und anlegen. Schnell die Rampe runter und dann ging es schon wieder zum Fahrzeug. Schön schräg von der Rampe runter, so dass man hinten nicht aufsetzt, so wie mein Vordermann hier. Was soll ich sagen? Urlaub vorbei, der war richtig schön. Ja, von der Rücktür, da kann ich euch nichts zeigen, weil die war ziemlich unspektakulär, allerdings nicht für mich, weil ja, ich wollte mal wieder den Helden spielen und bin die in einen Rutsch bis nach Hause gefahren. Das war super anstrengend, das machen wir so nie wieder. Wie gesagt, mittlerweile waren wir schon auf Korsika und lasst euch überraschen, ich habe 700 GB Filmmaterial für neue Filme und Folgen. Die werde ich jetzt auch in Kürze hier eingeben. Ich danke allen, die hier meine Filmchen folgen. Wirklich richtig klasse und ich bin auch richtig gerührt. Ich habe jetzt zum jetzigen Zeitpunkt schon mehrere Abonnenten. Vielen, vielen Dank.